Hello world, checking in from Oldenburg, the green cool capital of the world and my personal command center for observing Europe's latest sustainability plot twists. I send you digital greetings from Europe, the continent that once invented the Renaissance and now spends most of its creative energy inventing sustainability reporting templates. My name is Niels and you are listening to Irgendwas mit Nachhaltigkeit. Usually a German language podcast for people who try to understand what Europe is doing in the name of climate policy, supply chain responsibility, and general regulatory adventure. But today episodes is different. This is for everyone outside the EU who keeps asking the same question. What on earth is happening over there? So, let's take a clear, honest, and slightly sarcastic look at the current state of the European Union, the sustainability backslash, Germany's political mood shifts, and the future that is arriving a lot slower than planned, but still arriving. If you have been watching us from abroad, you may have noticed that Europe is currently experiencing something unusual. A sustainability backslash. Yes, after a decade of ambitious climate goals, heroic speeches, and PowerPoint slides that could power a small city, parts of Europe have suddenly decided that maybe sustainability is inconvenient. And right at the center of this sits Germany, a country famous for engineering, efficiency and planning, at least in theory. In practice, Germany has recently discovered a new national sport, expressing deep moral commitment while postponing every difficult decision to next Tuesday or the next government, whichever comes later. Meanwhile, Brussels is trying to hold the whole project together with trilogue meetings, compromise documents, late-night coffee, and optimism that defies medical explanation. Every directive is now a cliffhanger. CSRD delays, CSDDD rewrites, EUDR negotiations, political shifts, plus the grand European question. Do we still want to save the planet, or do we first need to save ourselves from the paperwork of saving the planet? From the outside, Europe must look like a regulatory soap opera with very complicated budget. From the inside, it feels exactly the same. And that is why this episode exists. To give the rest of the world a guided tour through the current European plot twists. The backslash, the confusion, the slow momentum, the German hesitation, the Brussels determination, and the strange fact that all of this still shapes global markets anyway. So, buckle up! Europe is reorganizing itself, Germany is recalculating, and the world is watching a sustainability project that is either undergoing maintenance or attempting an ambitious sequel. Let's see which one it is. Auf den Karten steht Europa, 1000 Wege, keiner klar. Alte Stimmen ziehen nach hinten, doch die Zukunft steht schon da. Und das Signal ruft im Wind, weiter, weiter, Blick nach vorn. Europa schwebt zwischen Zweifel und Reform. Irgendwann findet's wieder neuen Form. Europa lebt trotz dem Chaos, das wir sehen. Irgendwann wird der Kurs nach vorne gehen. Europe loves to present itself as the global lighthouse of sustainability, a shining beacon of climate ambition, a moral compass calibrated somewhere between Paris Agreement dreams and Scandinavian lifestyle magazines.
But then 2025 arrived. Instead of accelerating, Europe suddenly developed what can only be described as regulatory whiplash. Election shifts, political bargaining, economic pressure, and a surprising rise of parties who believe that sustainability is a wonderful idea as long as someone else deals with it. Preferably in another country or century. The results? A continent that spent years building the world's most advanced sustainability framework is now unsure whether to move ahead, slow down, or quietly tiptoe backwards while pretending it was all part of the plan. To be clear, Europe has not abandoned its goals, far from it, but the tone has changed. The confidence is cracking and the world can see it. One moment you hear the EU declare that climate leadership is non-negotiable. The next moment you hear about delays, exemptions, softened scopes, and trilogue discussions that sound like peace negotiations for a treaty nobody is fully committed to anymore. It is not collapse, it is not reversal, it is something stranger. Europe is experiencing a sustainability identity crisis. Still ambitious on paper, still influential globally, but politically shaken, economically cautious, and culturally confused about how much change society is willing to accept at once. And yet, here's the punchline. Even in this moment of hesitation, Europe is still years ahead of other regions. Its regulations still set global expectations. Its market size still forces international companies to comply. And its ability to export rules is still unmatched, no matter how exhausted Brussels looks at 3 a.m. during trilogue meetings. So yes, Europe is wobbling, but the world should not underestimate a region that can turn a footnote in a directive into a global reporting requirement. If this is Europe at half speed, imagine what full speed would look like. Spoiler, so would Brussels, and nobody wants that. Ihr sagt, das wird schon alles, irgendwer macht's irgendwann. Doch während ihr euch duckt und wartet, brennt der Rest des Ladens an. Ihr redet viel von Freiheit und vom Land, das man befreit. Doch jede mutlose Entscheidung schiebt die Zukunft nur zur Seite. Und jede Krise wird zur Ausrede, jede Bremse wird zum Plan. Ihr wollt Fortschritt ohne Aufwand, doch so fängt kein Morgen an. Es ist nicht mein Problem, ach komm, das glaubt ihr doch nicht selbst. Wenn man auf dem Rückwärtsgang den Berg hochfahren will und fällt. Es ist nicht mein Problem, so zieht ihr euch aus allem raus. Doch wer nicht tut, der macht es schlimmer und baut die Zukunft selbst nicht aus. Ihr sprecht von Schildklolegie, nur damit nichts ändern muss. Nennt es offen, nennt es neutral, doch im Kern ist nur ein Schluss. Stillstand! Und während ihr euch windet, zwischen Lobby, Laune, Frust, trägt ein halbes Land die Folgen von verpasster Führungslust. Jeder sagt, ich wär gerne, wenn da nicht die anderen wären. Doch am Ende bleibt nur eines, nicht entscheiden als zerstören. Es ist nicht mein Problem, das sagt ihr, bis die Welle bricht. Ihr schaut gern auf Brüssel runter, doch der Spiegel zeigt euch nicht. Es ist nicht mein Problem, ein Satz, der nie nach Fortschritt klingt. Denn ein Land, das immer wartet, ist ein Land, das langsam sinkt. Und wenn ihr irgendwann bemerkt, dass die Welt längst weiterzieht, dann steht ihr da mit euren Fragen, warum keiner mit euch fliegt. Der Mut entsteht nicht aus vielleicht und Wandel nicht aus später mal. Wer nicht geht, der wird gezogen und das macht die Rechnung kahl. Es ist nicht mein Problem, das war die Ausrede der Zeit. Doch die Welt dreht sich nach vorne, auch wenn ihr rückwärts fahrt vor Neid. Es ist nicht mein Problem, ein Satz, der keinem weiterhilft. Deutschland wach, bevor du morgen nur noch eine Story bist. Nicht mein Problem, schon klar.
Germany, the climate pioneer that suddenly asked for the manual. For years, Germany liked to see itself as Europe's climate engine, the Energiewende, the moral high ground, the country that said farewell to nuclear energy and hello to wind power, even if the wind turbines took 12 years to install and get the national, regional and local approvals. But then came the political shift. The so-called Kleiko entered the stage, riding a wave of public fatigue, economic anxiety, and the oldest German tradition of all, nostalgia for fossil stability. Suddenly, the national conversation flipped from transformation to hesitation, from ambition to damage control, from climate targets to the question, can we maybe postpone this until the economy feels better? And the best part? It was all packed in the friendliest possible language. Word like Technologieoffenheit, openness for technologies. A beautiful phrase. It sounds progressive. It smells innovative. But in practice, it often means we have no idea which path we want. So please let every option remain open forever, especially the ones that emit a lot. Hydrogen for everything. Synthetic fuels for everyone. Carbon capture as a new national dream. If Germany could put CO2 neutrality on layaway, it probably would. Meanwhile, fossil infrastructure receives political sympathy again. Gas is back in the conversation. Coal regions get emotional protection zones. And some politicians speak of electric vehicles the way earlier generations spoke about heavy metal music. Dangerous, uncertain, probably just a phase. The remarkable part is this: Germany is not anti-climate. Germany is simply overwhelmed. The transformation is big, the bills are high, and the political courage is, well, resting in the moment. Economic fear creates political wind, and that wind now blows from the right. And suddenly you have parties in parliament demanding slower climate laws, fewer sustainability obligations, more freedom, and fewer reminders that the planet is on fire. From abroad, it must like Germany pressures pause on a movie that everyone else assumed would continue. From inside Germany, many believe they are being reasonable, pragmatic and balanced. But in reality, the pause button is not neutral. It is a delay that costs time, and time is the one resource the climate transition does not negotiate with. Ironically, even in this political slowdown, Germany remains central to Europe's sustainability machine. If Germany hesitates, Europe stumbles. If Germany reverts, Europe fractures. If Germany ever fully embraced fossil nostalgia again, Brussels would need emotional support hotlines. For now, the situation is ambitious. Germany is not going backwards. It is not going forwards either. It's performing a uniquely German maneuver, standing still while announcing movement. And the world is watching it. Im Süden schweigt die Zuversicht. Europa atmet schwer und keiner fragt, warum. Die Preise steigen wie ein Tier, das an den Mauern rüttelt hier. Die Angst, sie frisst sich still ins Land, ein Feuer, das im Dunkeln brannt. Die Krisen kamen ungezählt, ein Sturm, der jede Seele wählt. Und jeder Schritt wird doppelt schwer, denn niemand weiß, wo geht's noch her. Zu viele Fragen, zu viel Druck.
zu wenig Mut, zu wenig Glück. Die Stimmung kippt, der Kompass bricht. Wer sieht noch klar? Wer sieht noch Licht? Warum kippt die Stimmung? Warum brennt die Zeit? Warum singen wir von Zukunft und sind doch nicht bereit? Warum kippt die Stimmung? Warum wird's so kalt? Wir wollten eine neue Welt und scheitern an der alten Halt. Der Zweifel schleicht durch jedes Haus, nimmt Hoffnung leise auseinander. Ein Satz, ein Blick, ein schlechter Traum und schon wird Menschenmut zu Staub. Das Chaos steht an jeder Tür, die Lauten schreien nach wir und ihr. Die Mitte flüstert, geht vorbei, doch Wahrheit ist nie einerlei. Zu viele Stimmen, kein System, zu viel Gefühl, das nicht versteht. Der Boden bebt, die Zeit zerfrisst, was gestern noch zu halten ist. Warum kippt die Stimmung? Warum wird's so schwer? Warum stehen wir im Morgen und schauen rückwärts her? Warum kippt die Stimmung? Warum fehlt die Spur? Wir wollten neue Wege gehen, doch bleiben stehen nur pur. Es ist die Last, die keiner trägt. Es ist die Angst, die keiner legt. Es ist die Zeit, die keiner hat. Und der Moment, der uns verrät. Warum kippt die Stimmung? Warum fällt der Mut? Warum schweigt die Zuversicht, wenn's lauter werden muss? Warum kippt die Stimmung? Warum rennt die Zeit? Europa steht im Gegenwind, doch geht nicht auf. Noch nicht. Die Stimmung kippt doch nicht das Ziel. Why the mood flipped. Just a few years ago, Europe was buzzing with transformation energy. Climate targets were raised, sustainability became mainstream, companies hired ESG teams faster than they could find office chairs. It almost felt like a continental spin toward a better future. Then, almost overnight, the mood flipped. Why? Because parts of reality sent a calendar invite. First came energy price shocks. Suddenly households and industries were not worried about 2040 anymore, but about next month's electricity's bill. And nothing kills climate enthusiasm faster than a heating invoice that looks like a ransom note. Then came inflation. Not the harmless kind, but the historic punch-in-the-face kind. People who once debated planetary boundaries now debated grocery budgets. And politicians quickly understood that offering leaf beats, offering long-term planetary survival in the poles. And geopolitical tensions, supply chains, volatility, and wars on the edge of Europe. Suddenly, sustainability went from moral priority to a luxury belief. Not because people stopped caring, but because their mental and financial bandwidth collapsed. And in that environment, complex EU rules became the perfect villain. Why build better systems when you can blame Brussels? Why address structural issues when you can attack reporting obligations? And why confront fossil dependence when you can talk about planning security and
burden reduction. The backlash is not ideological at the core, it's psychological. People feel overwhelmed, companies feel squeezed, politicians feel the heat, so everyone reaches for the same emergency exit. Sustainability is important, but not right now. The shift is not the death of European climate policy or the Green Deal. It's a confidence crisis, a moment where the gap between ambition and real life becomes too visible. And because Europe built the most advanced and demanding sustainability agenda in the world, it is now experiencing the most visible recoil. When you lead, you hit the turbulence first. But here's the irony. The backlash does not change the physics of climate change. It does not shrink the risk landscape. It does not make supply chains magically resilient. It only slowed down the response. The mood flipped for understandable reasons, but the problems did not flip with it or disappear. And in a global economy that increasingly demands transparency, data, and responsibility, Europe's temporary hesitation is not an exit, it's a detour, maybe a longer one, with questionable radio music. Ihr ruft schon wieder laut nach Krisen und schreit euch eure Welt zurecht. Ihr nennt Europa übertrieben, doch euer Mut bleibt meist nur echt auf Papier. Ihr zeigt auf Brüssel, zeigt auf alle, nur nicht auf euch, das wäre zu schwer. Ihr sprecht von Freiheit, meint die Bremse und jede Antwort bringt euch mehr Verkehr. Und wieder 100 schnelle Thesen und wieder keiner macht was draus. Ihr ruft nach Ordnung, ruft nach Regeln, doch bitte nur zum Ausruhen zu Haus. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr jammert drum, wir machen's klar. Europa fällt doch niemals leise und steht am Ende trotzdem da. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr schreit nach Stopp, wir schreien nach Sinn. Die Welt dreht sich in eure Richtung, weil wir der Grund fürs Drehen sind. Ihr wollt die alten schönen Zeiten, ihr wollt die warme Nostalgie. Doch während ihr an Wahlen feilt, dreht sich die Erde, merkt ihr's nie. Ihr hofft auf Wunder, fordert Pause. Ihr wollt das Tempo halb so hoch, doch wenn man immer nur verwaltet, dann bleibt die Zukunft einfach so am Trocknen hängen. Und eure Runden ohne Ende, euer Mann könnte irgendwann bringen euch höchstens zur Erkenntnis, dass Stillstand wirklich niemand kann. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr sagt, es geht nicht, wir sagen doch. Europa stolpert ständig selber, doch liegt am Ende selten noch. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr macht den Mund auf wie die Tür. Ihr ruft nach Grenzen, ruft nach Halten. Wir rufen Zukunft jetzt und hier. Bla bla bla. Ihr redet euch warm. Bla bla bla. Doch keine Gefahr. Bla bla bla. Ihr haltet die Stellung, wir halten dagegen mit jeder Entscheidung und jeder Bewegung. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr pfeift im Wald, wir pflanzen bald. Europa wankt, doch es marschiert noch, auch wenn es manchmal selber knallt. Ihr redet nur, wir gehen weiter. Ihr bleibt im Kreis, wir gehen voraus. Europa bleibt der laute Takt, ihr bleibt der leise Nebenrausch. Ihr redet, ihr redet, wir machen. Ihr redet, ihr redet, wir machen. Even in backslash, Europe still moves the global market. Here's the part most observers outside Europe get wrong. They see the backslash, the delays, the political noise, the nervous press releases, the endless trilogue negotiations, the German hesitation, and they assume Europe is stepping out of the game. It isn't. Even in its most chaotic, self-critical, politically fragmented moments, Europe still shapes global markets in a way few other regions can. For one simple reason: the European Union is not just a regulator, it is an economic gravity field. When Europe moves, supply chain moves.
When Europe set standards, everyone downstream adjusts. When Europe demands transparency, companies in 6 continents start reorganizing their data systems before the directive is even final. This is not moral superiority, it is math. Europe is one of the largest consumer markets on the planet, and market access creates compliance, no matter how messy the politics look from the outside. Even now, with parts of the continent grumbling about sustainability fatigue, something fascinating is happening. Global companies keep preparing for CSRD. Suppliers keep building ESG data infrastructures. Certification bodies keep hiring auditors. Tech providers keep building reporting tools. And consultants keep consulting, obviously. Because everyone knows a secret Europeans sometimes forget. EU rules rarely disappear. They evolve, they soften, they delay, they fragment, they get politically repacked. But once an idea enters the Brussels machinery, it rarely goes back into the box. CSRD may be delayed, but it's not dead. CSDDD might be smaller, but it still exists. EUDR might be rephased, but it will land. And when these laws land, they land globally. Suppliers in South Africa, Southeast Asia and Latin America are already being asked for data they didn't even know existed 10 years ago. US multinationals tell their European subsidiaries to prepare for stricter transparency because they want to stay ahead of investor exceptions. And Asian manufacturers build digital product passports before their governments even decide if they want to adopt them. Europe moves slow, but when it moves, the shockwave travels far beyond its borders. And here comes the irony. Even the backlash is making Europe more influential, because the political fight signals how serious sustainability has become. You do not get a backlash for irrelevant ideas. You get a backlash when something threatens to change the real world. The rest of the planet sees a continent arguing with itself. What they overlook is that the argument is happening on the frontier, and the frontier, even under pressure, still pulls the world forward. Ja, es dauert. Ja, es nervt. Ja, wir machen's trotzdem. Europa zieht die Schuhe an, es dauert ein bisschen länger. Die Zukunft steht vor uns herum und fragt, ey, wer wird jetzt strenger? Wir stolpern durch Gesetze, tanzen über alten Mist. Doch egal wie laut es knattert, es wird gemacht, was nötig ist. Wir sind chaotisch, aber clever. Wir sind langsam, aber wach. Wir gehen Umwege forever. Doch am Ende sind wir da. Langsam wird schneller, das Chaos wird heller. Wir kippen fast um und stehen wieder besser. Langsam wird schneller, wir machen das schöner. Europa im Loop, doch der Loop wird zum Jäger. Alle sagen, wird das was? Wir so, yo, gebt uns Minuten. Transformation ist ne Bahn, die gern mal raucht beim Anfahren. Doch im Waggon mit Aussicht steht Zukunft fett an der Wand. Wer aussteigt, bleibt in gestern. Wir fahren einfach voran. Wir sind kompliziert und herrlich. Wir sind langsam und genial. Wir sind bitte nochmal checken. Und am Ende trotzdem real. Langsam wird schneller, das Chaos wird heller. Wir kleben am Boden und fliegen dann schneller. Langsam wird schneller, wir werden noch fester. Europa ist weird, aber weird war schon immer besser. Und ja, wir streiten uns dauernd und ja, wir sind gern verwirrt und ja, wir sind nicht die Schnellsten, doch wir sind die, die's probiert. Und ja, die Welt schaut schon genervt und ja, es dauert lang, doch wenn die Rechnung aufgeht, fragt jeder, wie habt ihr das gemacht?
Jahr wird heller. Der Weg ist nicht leicht, Aber leicht wär auch langweiliger. langsam wird schneller. Wir taumeln und stehen, die Zukunft zieht weiter. Doch wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Langsam wird's schneller, immer. Langsam wird schneller. The future. Slower, but still inevitable. If you look at Europe right now, you might think the Green Deal is collapsing. Political resistance inside the EU, economic anxiety, rising right-wing narratives, industry lobbying that sounds like opera but with more spreadsheets. But the slowdown is not only internal. There are external forces tugging at Europe's climate ambitions as well. Because the Green Deal is more than a European project. It's a global market redesign. And whenever someone redesigns a market, someone else gets nervous. Countries with fossil-heavy economies worry that European regulations will make their exports less competitive. Regions that build wealth on low environmental standards fear that the Green Deal exposes structural weaknesses they never had to fix. And geopolitical actors who prefer a world where Europe is dependent rather than resilient try to frame the transition as an economic suicide attempt. The message from outside is often the same. Slow down, you will damage your economy. Which translated into normal language usually means please slow down, because if you do this at full speed, our business model becomes obsolete. The resistance is not ideological, it's strategic. And here's a paradox. Many of the regions trying to slow Europe down would actually benefit the most if Europe just went ahead. Why? Because the Green Deal creates demand for technologies, materials, renewable energy, responsible supply chains, fair labor, circularity, and digital transparency. And those demands open enormous opportunities for emerging economies. A continent that wants clean hydrogen will need global partnerships. A continent that wants deforestation-free supply chains will strengthen countries that invest in sustainable agriculture. A continent that wants circular materials will rely on global innovation ecosystems. A continent that insists on fair production will reward those who treat workers as humans rather than cost centers. The Green Deal is not a wall, it's a global invitation. But invitations come with expectations, and expectations create pressure, which is why some external actors try to paint European ambitions as unrealistic, unaffordable, or naive. Because if Europe proves that a modern industrial economy can decarbonize while staying competitive, then the rest of the world loses its excuses. And that is the real fear. Not that Europe fails, but that Europe succeeds. Because if Europe succeeds, the global standard shifts. Suddenly, fossil exporters need new revenue models. Unsustainable producers must upgrade. Polluting industries face accountability they cannot lobby away. And global trade rebalances in favor of those who embrace the future instead of clinging to the past. So yes, the transition is slower than planned. The politics are really noisy, and the backlash is real. But the direction is unchanged. The future arrives unevenly. Sometimes it accelerates, sometimes it stalls, and sometimes it waits impatiently at the door while politicians argue about keycards, but it still arrives. And in the long run, the Green Deal is not a burden. It's a blueprint, not just for Europe, but for any region that wants economic resilience, energy independence, technological
relevance and a fairer global market. The only real question is not whether we will get there, but how much time we lose on the way. Wir stehen hier im Morgen mit den Taschen voller Zeit. Wir tragen alte Zweifel und ein bisschen Zuversicht. Die Straßen sind noch dunkel, doch der Weg ist schon zu sehen. Europa ist kein Leuchten, doch ein Raum, durch den wir gehen. Und ja, wir fallen manchmal um. Und ja, wir wissen nicht wohin. Doch wenn wir still sind, hört man leise, dass wir trotzdem weiterziehen. Trotz allem gehen wir los, auch wenn's nicht leicht wird, wenn's nicht groß wird. Wir gehen Schritt für Schritt und irgendwann sehen wir, wohin das führt. Trotz allem gehen wir los, weil's immer weitergeht. Und selbst wenn keiner glaubt, dass irgendwas entsteht, wir gehen trotz allem. Die Welt ist voller Fragen und wir halten sie kaum fest. Wir suchen leise Antworten in dem, was übrig bleibt vom Rest. Wir haben keine Richtung, doch wir haben diesen Tag. Und manchmal reicht ein Atemzug, wenn keiner weiß, was kommen mag. Und ja, wir sind nicht unverwundbar. Und ja, wir schauen oft zurück. Doch was wir tragen, was wir wollen, trägt uns Stück für Stück. Trotz allem gehen wir los, auch wenn's nicht leicht wird, wenn's nicht groß wird. Wir gehen Schritt für Schritt und irgendwann sehen wir, wohin das führt. Trotz allem gehen wir los, weil's immer weitergeht. Und selbst wenn keiner glaubt, dass irgendwas entsteht, wir gehen trotz allem. Und wenn's zu laut wird, atmen. Und wenn's zu schwer wird, stehen. Und wenn's zu dunkel wird, dann reicht ein kleines Licht, um weiterzugehen. Trotz allem gehen wir los, auch wenn die Welt sich dreht, auch wenn die Wege brennen, auch wenn der Wind uns fehlt. Trotz allem gehen wir los, Schritt für Schritt, egal wie schwer. Europa ist kein großes Wunder, doch wir gehen mehr und mehr. Trotz allem gehen wir los. Conclusion. Europe is not breaking. Europe is recalibrating under pressure. And yes, the process looks chaotic enough to make outside observers wonder whether the Green Deal is a climate strategy or a long-form satire series. Germany, once the poster child of transformation, is wrestling with its own contradictions. The EU is caught between ambitions and political turbulences. External actors push the narrative that Europe should slow down, mostly because they fear what happened if Europe does not. But the fundamentals remain untouched. Climate physics are not negotiating with election cycles. Supply chain risks are not waiting for political mood swings. Markets are not pausing innovation because Brussels had a difficult quarter. The transformation may be slower, the messaging may be messier, the path may be more painful and more political than anyone wanted, but the direction is locked in. A decarbonized economy is not an ideology, it is an inevitability, a matter of competitiveness, resilience and survival. And Europe, even in a moment of doubt, still leans forward more than backward. The truth is simple. The backslash is temporary. The consequences of inaction are not. And that is why the world should not mistake Europe's turbulence for retreat. This is not a U-turn. It is a stumble on a steep climb, annoying, exhausting, and occasionally embarrassing, but still upward. The future will not wait for political calm. It will not wait for perfect consensus. It will not wait until the polls are convenient. It arrives anyway. And Europe, with all its contradictions, is still closer to it than most.
Du sagst, es wär so einfach, doch alles brennt in Pflicht. Europa sucht die Richtung und du schaust weg und nicht. Zeilen, Pläne, Worte schwer, doch wir gehen trotzdem vorwärts her. Lady aus Papier, wir stehen im Sturm vor dir. Zwischen Pflicht und Chaos halten wir die Spur. Lady aus Papier, wir schreien seit morgen hier. Auch wenn's bricht und fällt, wir bauen wieder neu die Welt. Oh, wir stehen wieder auf. Oh. Lady aus Papier, wir reißen Türen hier. Europa fällt nie leise. Das ist die letzte Weise. Wir gehen weiter. Thanks for listening to this little field report from inside the European Sustainability Labyrinth. If today's episode sounded chaotic, that is because it is. But chaos is not the end of the story. It is just the noise that happens when big systems try to change. If you want more updates from the front line of Europeans' transformation drama, stay tuned. I will keep translating the mess so you do not have to. Take care wherever you are in the world, and remember, the future is coming, preferably with less paperwork but no promises.